Heute spreche ich mit dem Pflegegutachter Sascha Schikowski über ein Thema, das im Alltag vieler Pflegebedürftiger und Pflegepersonen eine zentrale Rolle spielt. Pflegehilfsmittel und Wohnumfeld verbessernde Maßnahmen. Seit vielen Jahren ist Herr Schikowski in der Pflegebegutachtung tätig. Im Interview gibt er spannende Einblicke in seinen Begutachtungsalltag und erklärt, wie er bei der Empfehlung von Pflegehilfsmitteln und Wohnumfeld verbessernde Maßnahmen vorgeht. Guten Tag, Herr Schikowski. Schönen guten Tag, Frau Leinbach. Empfehlungen zu Hilfsmitteln und Umbaumaßnahmen sind ein wichtiger Bestandteil der Pflegebegutachtung. Wie sieht das in Ihrem Begutachtungsalltag aus? Wann nehmen Sie zu Pflegehilfsmitteln oder wohnumfeldverbessernden Maßnahmen in Ihren Gutachten Stellung? Also da gibt es verschiedene Konstellationen. Zum einen ist das, wenn Pflegehilfsmittel bereits im Vorfeld der Begutachtung beantragt wurden durch den Versicherten, dann habe ich dazu einen Hinweis im Gutachtenauftrag. Dann kann es vorkommen, dass die Versicherten während der Begutachtung Hilfsmittel ansprechen und die quasi dann in dem Moment formlos beantragen. Oder wenn ich halt selber sehe, dass ein Hilfsmittel im individuellen Umfeld notwendig sein könnte und hilfreich sein könnte. Heißt, wenn Sie einen Bedarf erkennen, dann schlagen Sie der versicherten Person proaktiv Pflegehilfsmittel oder Umbaumaßnahmen vor? Genau, wenn man also im Rahmen der Begutachtung sich das häusliche Umfeld anschaut und den Versicherten ja in Augenschein nimmt, dann hat man relativ schnell eine Idee davon, mit welchem Hilfsmittel oder mit welcher Umbaumaßnahme man eine gute, bedarfsgerechte Situation herstellen kann. Woran liegt es denn, dass die Versicherten diese Pflegehilfsmittel oder auch wohnumfeldverbessernden Maßnahmen nicht schon direkt im Vorfeld beantragen? Das liegt ganz oft daran, dass vielen Versicherten die diversen Hilfsmittel, die es da so gibt, gar nicht kennen. Die sind ganz oft gar nicht bekannt. Dann spielt für viele Versicherte auch eine Rolle die Frage nach den Kosten. Wer übernimmt die? In welcher Höhe werden die übernommen? Und bei den Versicherten, die zur Miete leben, ist ganz oft die Frage, darf ich überhaupt hier etwas umbauen? Darf ich einen Treppenlift einbauen? Darf ich vielleicht sogar die Badewanne rausreißen und dann eine ebenerdige Dusche einbauen? Das ist für ganz viele Menschen dann doch ein Hindernis, das überhaupt zu beantragen. Okay, ich verstehe. Da gibt es also einige Dinge abzuklären. Haben Sie denn bei Ihrer Empfehlung von Pflegehilfsmitteln oder wohnumfeldverbessernden Maßnahmen dann auch das Thema Prävention im Kopf? Ja klar, also Prävention spielt eine große Rolle. Zum Beispiel, wenn Sie einen Menschen haben mit einem großen Sturzrisiko, da besteht zum Beispiel die Möglichkeit, dieses mit einem Rollator zu mindern oder gar aufzuheben. So ist Prävention für den Versicherten, aber auch Prävention für die pflegende Person, zum Beispiel bei der Empfehlung eines Pflegebettes, mit dem man dann die Möglichkeit hat, rückenschonend zu arbeiten. Und genau, aber Prävention im Sinne von, dass etwas langfristig mal eintreten könnte, in dem Sinne natürlich nicht, sondern immer wirklich bedarfsgerecht, jetzt für den Augenblick entsprechende Hilfsmittel oder Wohnumfeld verbessernde Maßnahmen. Alles klar. Dann bedanke ich mich herzlich für die spannenden Einblicke in Ihren Begutachtungsalltag und wünsche Ihnen noch eine schöne Restwoche. Wünsche ich Ihnen auch. Dankeschön.